Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich ein bisschen auf das Suchen und Finden eingehen. Ich sehe immer wieder bei Kunden, dass die mit der Suchfunktion im ICN arbeiten. Das ist im Prinzip die alte Suche, welche natürlich auch sehr gut funktioniert. Jedoch möchte ich hier auf die Suche in der transparenten Toolbar, also die neue Suche, eingehen, weil die natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten hat und auch wesentlich schneller ist und ich mir meine eigenen Suchfunktionen zusammenstellen kann. Grundsätzlich ist so, ich habe hier die Möglichkeit zwischen Konstruktion und Auswahlliste auszuwählen. Das heißt, wenn ich vorher schon was ausgewählt habe, könnte ich hier mit der Auswahlliste nur diesen Bereich aussuchen. Ich habe hier die Möglichkeit, manuelle Filter zu erstellen, was wir uns in weiterer Hinsicht ansehen werden. Hier habe ich dann in weiterer Hinsicht auch alle Filter drinnen, die vordefiniert sind, und hier, wenn ich benutzerdefinierte, mir selbst abspeichern möchte. Ich möchte hier im ersten Schritt, oder für mich jetzt im ersten Bereich, der wichtigste Bereich wäre der manuelle Filter, wo ich schon eine Vielzahl von verschiedenen Filtern habe. Hier im Stahlbau habe ich hier verschiedene Möglichkeiten, die auch immer wieder erweitert werden. Zum Beispiel Baugruppen mit Hauptteilen oder auch ohne Hauptteile kann ich hier schon vordefinieren. Als Beispiel hätte ich hier schon einen Filter ohne Hauptteil. Ich kann mir natürlich jederzeit auch eigene Filter zusammenstellen. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel starte, habe ich hier die Möglichkeit, welchen Bereiche möchte ich suchen. In diesem Fall ist hier angehakt alles. Dann könnte ich hier weitere Sachen einfügen, wo ich sage, zum Beispiel bei Blechen könnte ich sagen, eine Blechstärke von 2 mm bis 10 mm als Beispiel. Oder wenn ich hier zum Beispiel Baugruppe mit Hauptteiltyp, könnte ich sagen, für Profile, also Baugruppen, wo das Hauptteil ein Profil ist, könnte ich hier mit der Vorschau, und dies wird mir dann auch sofort auch angezeigt, wenn ich jetzt was richtig eingestellt habe oder nicht. In diesem Fall habe ich hier noch etwas falsch eingestellt. Das heißt, ich könnte hier gleich mal das Hauptteil definieren und mir hier aus meiner Konstruktion natürlich auswählen lassen. Ich sehe sofort, ich habe hier 37 gefundene Teile. Und ich könnte mir natürlich hier diese Favoriten auch selbst definieren, was auch aus meiner Sicht auch ganz wichtig ist, oder ich arbeite hier mit benutzerdefinierten. So, jetzt ist der Punkt, für was könnte ich dies zum Beispiel nutzen? Der erste Schritt, der mir im Grunde genommen gleich mal einfallen würde, ist für Montagezeichnungen. Das heißt, ich möchte hier einfach mal ein neues Blatt erzeugen. Das heißt, ich erzeuge mir hier ein neues Blatt und in diesem möchte ich hier zum Beispiel eine neue Ansicht haben. So, das heißt, ich wechsle hier einfach mal in die 3D-Ansicht, möchte hier gleich einen Zeichnungsrahmen einfügen, wo ich hier zum Beispiel mit dem ein bisschen dann arbeiten möchte. Jetzt werde ich gleich den Hauptmaßstab einfach ein bisschen mal größer stellen. Einfach 1:25. So, zum Beispiel. Und ich möchte hier als Beispiel alle Profile oder alle Baugruppen mit Hauptteilen sehen für eine Übersichtszeichnung. Das heißt, ich gehe hier hin, wähle hier meine Favoriten aus, gehe auf Vorschau, dass ich sehe, ob ich ausgewählt habe, und sage hier in diesem Fall ausführen. Jetzt hätte ich hier die Möglichkeit, diese gleich zu isolieren. Das heißt, man sieht hier zum Beispiel nur die Baugruppen, die ich hier zum Beispiel mit Hauptteilen habe. Um es einfach ein bisschen optisch ansprechender zu machen, werde ich hier den Maßstab einfach ein bisschen größer stellen, damit ich hier noch eine weitere Ansicht hinbekomme. So. Und jetzt möchte ich hier zum Beispiel diese Teile auch gleich beschriften. Das heißt, ich möchte die jetzt nochmal auswählen und ich sage hier einfach mal eine Teilebeschriftung. Wähle hier meinen Beschriftungstyp aus. Ich möchte hier eine Sachnummer mit der Positionsnummer haben. Die habe ich mir selbst definiert. Sage OK und hier wird zum Beispiel automatisch schon die ganzen Baugruppen hier beschriftet. Möchte hier zum Beispiel diese Ansicht weiter kopieren, weil ich vielleicht etwas anderes in der nächsten Ansicht haben möchte. Ich möchte hier als Beispiel nur die I-Profile sehen.
wähle ich aus, Vorschau, ausführen. Jetzt wurden mir nur meine E-Profile ausgewählt und ich möchte diese hier dann zum Beispiel auch isolieren und zum Beispiel auch wiederum beschriften. Jetzt habe ich versehentlich die Teile abmarkiert, das heißt, ich führe den Filter halt nochmal aus und sage hier in diesem Fall, ich möchte die zum Beispiel beschriften. Und ich habe sofort auch diese Beschriftung von diesen Teilen. Also diese Filter, ich arbeite sehr viel mit diesen Filtern und die sind natürlich extrem mächtig und können natürlich hier auch mit weiteren Regeln erweitert werden. Man sieht es hier und oder, kann hier weitere Regeln hinzufügen. Ich habe die Auswahllisten, könnte hier noch sagen, wenn Stücklisten relevant oder nicht. Das heißt, diese Regeln können relativ komplex werden. Der nächste Schritt wäre natürlich auch so, dass ich hier vorher meine Profile auswähle, dass ich sage zum Beispiel, ich möchte hier als Beispiel, weil ich jetzt noch alle E-Profile habe, die Zeichnungen haben nur für diese ausgewählten Teile und die Profile. Das heißt, somit hätte ich zum Beispiel jetzt, oder würde ich mir hier eine Werkstättenzeichnungen nur mit E-Profilen erzeugen. So kann ich das relativ einfach und schnell erzeugen lassen und habe hier immer die Auswahl der ausgewählten Teile. Schauen wir noch hier diese Zeichnung an. Das heißt, die wurde mir hier erzeugt mit allen i-Profilen, die Werkstättenzeichnungen und somit habe ich sehr einfach diese Teile ausgewählt und kann damit arbeiten. Deswegen ist für mich das auch ganz wichtig, eine wichtige Funktion.